Hallo. Mein Name ist Samir. Vor 6 Monaten kam ich nach Deutschland. Ich war müde, traurig und wusste nicht, was passieren würde. Ich kam nicht, weil ich wollte. Ich kam, weil ich musste. Als ich ankam, konnte ich kein Wort Deutsch. Nur Hallo und Danke. Alles war neu, die Straßen, die Menschen, das Essen, und vor allem die Sprache. Am Anfang hatte ich Angst. Ich saß in einem Zimmer im Flüchtlingsheim und dachte, wie soll ich hier leben, ohne Deutsch zu sprechen? Ich konnte nichts fragen. Ich konnte nichts verstehen. Ich fühlte mich allein. Aber ich wusste, wenn ich in Deutschland bleiben will, muss ich Deutsch lernen. Nicht morgen. Heute. Die erste Motivation. Ich erinnere mich gut an meinen zweiten Tag in Deutschland. Ich war müde, traurig und hatte viele Gedanken im Kopf. Was passiert jetzt? Wie finde ich Arbeit? Wie kann ich sprechen? Ein Mann, der auch im Heim wohnte, setzte sich neben mich. Er war schon seit einem Jahr in Deutschland. Er fragte mich, willst du Deutsch lernen? Ich sagte, ja, aber wie? Ich habe kein Geld. Ich habe keine Schule. Ich habe keine Bücher. Er lachte freundlich und sagte, du brauchst kein Geld. Du brauchst nur dein Handy. Geh auf YouTube. An diesem Abend nahm ich mein Handy und schrieb, Deutsch lernen einfach. Viele Videos kamen. Ich klickte auf das erste Video, dann auf das zweite, und dann fand ich einfach Deutsch. Die Stimme im Video war ruhig. Die Wörter waren klar. Ich konnte mitlesen. Ich verstand nicht alles, aber ich spürte, das hilft mir. Ich sah ein kurzes Video über Begrüßungen. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Ich wiederholte die Sätze leise. Dann laut. Dann nochmal. Ich stoppte das Video, spulte zurück, und sagte die Sätze wieder. Und wieder. 10-mal. Ich fühlte etwas Neues, Hoffnung. Vielleicht kann ich es schaffen. Am nächsten Tag stand ich früh auf. Bevor ich frühstückte, schaute ich wieder ein Video. Und abends, wieder. Ich sagte zu mir, ich mache das jeden Tag. Jeden Morgen. Jeden Abend. 15 Minuten. 30 Minuten. Egal. Das war mein Anfang. Kein Kurs. Kein Lehrer. Nur mein Handy, YouTube, und mein Wunsch, Deutsch zu sprechen. Und ab diesem Moment wusste ich werde jeden Tag lernen, egal was passiert. Die ersten Sätze für den Alltag. Nach 2 Wochen mit Videos von Einfach Deutsch merkte ich brauche mehr. Nicht nur Wörter. Ich brauche Sätze. Sätze, die ich jeden Tag benutzen kann. Also nahm ich ein kleines Notizbuch und schrieb meine wichtigsten Sätze auf Deutsch. Ich suchte in Videos und Kursen nach einfachen Sätzen für den Alltag. Kein schwieriges Deutsch. Keine langen Texte. Nur ganz normale Sätze, wie Hallo, wie geht's? Ich lerne Deutsch. Können Sie das bitte wiederholen? Ich verstehe nicht, aber ich möchte lernen. Ich schrieb 10 Sätze auf. Jeden Morgen las ich sie laut. Einmal. Zweimal. 10-mal. Am Anfang war es schwer. Mein Mund wollte die Laute nicht machen.
Die Wörter klangen komisch. Aber ich hörte nicht auf. Ich las die Sätze im Bad. Beim Frühstück. Auf dem Weg zum Supermarkt. Vor dem Schlafengehen. Nach einigen Tagen passierte etwas, ich konnte die Sätze sagen, ohne nachzudenken. Einmal stand ich im Supermarkt. Eine Frau sagte etwas zu mir, ich verstand nicht alles, aber ich antwortete automatisch. Entschuldigung, ich verstehe nicht. Können Sie das bitte wiederholen? Sie lächelte und sprach langsamer. Ich verstand, ein bisschen. Und ich dachte, es funktioniert. Diese kleinen Sätze waren meine Brücke zur Welt. Ich sagte sie auf der Straße, im Heim, in der Apotheke, in der Schule meiner Kinder. Ich bekam Mut. Ich bekam Selbstvertrauen. Ich war nicht mehr nur ein Flüchtling, der nichts versteht. Ich war ein Lernender, jemand, der spricht. Und jeden Tag kamen neue Sätze in mein Notizbuch. Ich wiederholte sie. Ich übte sie. Ich lebte mit ihnen. So begann ich, Deutsch nicht nur zu hören, sondern auch zu sprechen. Ich lernte, Fragen zu beantworten. Nachdem ich die ersten Sätze auswendig konnte, wusste ich muss lernen, Fragen zu beantworten. Denn in Gesprächen stellen die Leute immer Fragen. In einem Video von Einfach Deutsch hörte ich typische Fragen wie: Was machst du am Wochenende? Was isst du gern? Was sind deine Hobbys? Ich hörte die Frage. Dann stoppte ich das Video und versuchte zu antworten. Beim ersten Mal sagte ich zu Hause. Es war nicht falsch, aber sehr kurz. Also versuchte ich es nochmal, ich bin zu Hause mit meiner Familie. Ein paar Tage später, am Wochenende bin ich zu Hause. Ich koche mit meiner Frau und spiele mit meinen Kindern. Jeden Tag nahm ich eine neue Frage. Ich sprach laut. Ich übte allein in meinem Zimmer. Ich sprach nicht in meinem Kopf, ich sprach mit meiner Stimme. Ich lernte, längere Antworten zu geben. Schritt für Schritt. Satz für Satz. Ich stellte mir vor, ich sitze in einem Interview. Oder ich spreche mit einem Nachbarn. Was würde ich sagen? Ich schrieb meine Antworten auf und las sie jeden Tag. Einmal traf ich einen Mitarbeiter vom Sozialamt. Er fragte, was machen Sie jetzt in Deutschland? Ich war nervös, aber ich antwortete, ich lerne Deutsch. Jeden Tag. Ich mache Videos mit Einfach Deutsch und ich will bald arbeiten. Er nickte. Er hat mich verstanden. Und ich war stolz. In diesen Momenten merkte ich muss keine perfekten Sätze sagen. Ich muss einfach antworten, klar, einfach, ehrlich. Jede Frage war für mich ein neues Trainingsgerät. Und jede Antwort machte mich stärker. So wurde ich Schritt für Schritt besser, im Sprechen, im Denken, im Leben. Ich begann, mit mir selbst zu sprechen. Ich hatte keine Freunde in Deutschland. Niemand sprach meine Sprache. Und ich hatte Angst, Fehler zu machen, wenn ich mit Deutschen sprach. Aber ich wollte sprechen. Jeden Tag. Also dachte ich, vielleicht kann ich mit mir selbst sprechen? Es klingt komisch, aber es war meine beste Entscheidung. Ich begann ganz einfach. Ich wiederholte Sätze aus den Videos von Einfach Deutsch. Zum Beispiel: Hallo, ich heiße Samir. Ich komme aus. Heute ist Montag. Dann machte ich neue Sätze,
ganz allein. Ich stand morgens auf und sagte: Ich bin müde. Ich will Kaffee. Im Bad, ich putze meine Zähne. In der Küche, ich mache Frühstück. Ich habe Hunger. Am Anfang war es seltsam. Ich musste oft überlegen. Ich kannte viele Wörter nicht. Aber ich hörte nicht auf. Ich sagte die gleichen Sätze jeden Tag. Ich hörte mich selbst sprechen, und ich wurde sicherer. Ich machte das überall. In der Dusche. Auf der Straße. Beim Einkaufen. Leise, wenn Leute in der Nähe waren, laut, wenn ich allein war. Langsam merkte ich, es wird leichter. Die Wörter kamen schneller. Ich musste nicht mehr übersetzen. Ich dachte auf Deutsch. Eines Tages war ich unterwegs. Ich hatte kein Handy, kein Buch, nichts. Aber mein Kopf war voll mit Sätzen. Ich dachte: Ich gehe zum Supermarkt. Ich kaufe Brot. Ich muss noch Milch holen. Und alles, auf Deutsch. Ich wusste, jetzt lerne ich wirklich. Sprechen mit mir selbst war meine tägliche Übung. Kein Lehrer, kein Kurs, kein Geld. Nur ich, mein Kopf und meine Stimme. Das war mein Sprachtraining. Und es hat funktioniert. Ich trainierte meine Aussprache mit der Echotechnik. Nach einigen Wochen konnte ich viele Sätze sagen. Ich sprach jeden Tag mit mir selbst. Aber dann merkte ich etwas: Meine Aussprache war nicht gut. Ich machte viele Fehler mit den Lauten. Die Leute verstanden mich, aber es klang nicht natürlich. Und ich wollte besser klingen. In einem Video von Einfach Deutsch sagte der Lehrer: Höre, pausiere, wiederhole. Das war die Echotechnik, auch Shadowing genannt. Ich probierte es aus. Schritt 1: Ich hörte einen Satz. Schritt 2: Ich stoppte das Video. Schritt 3: Ich sagte den Satz laut, genau wie im Video. Schritt 4: Ich wiederholte den Satz 10-mal. Beispiel: Ich hörte: Ich wohne in Berlin. Ich sagte: Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Ich achtete auf Betonung, Rhythmus und Pausen. Ich wollte klingen wie der Sprecher im Video. Am Anfang war es schwierig. Ich machte viele Fehler. Aber ich übte jeden Tag, 15 bis 20 Minuten. Ich machte es beim Spazieren. Oder abends im Zimmer. Ich hatte meine Kopfhörer, niemand störte mich. Nach 2 Wochen hörte ich meine Stimme und dachte, das klingt besser. Einmal sagte eine Frau in der Apotheke zu mir: Dein Deutsch ist gut. Deine Aussprache ist klar. Ich war so glücklich. Nicht perfekt, aber besser. Ich verstand, Grammatik ist wichtig. Wörter sind wichtig. Aber Aussprache ist auch wichtig. Mit der Echotechnik wurde mein Deutsch lebendiger. Ich klang nicht wie ein Buch, ich klang wie ein Mensch. Und ich fühlte mich zum ersten Mal: Ich kann wirklich Deutsch sprechen. Ich lernte mehr, als jemand meine Texte korrigierte. Sprechen war gut. Hören war gut. Aber ich wusste, ich muss auch schreiben lernen. Ich wollte E-Mails schreiben. Formulare ausfüllen. Nachrichten schicken. Ich musste wissen, schreibe ich richtig? Ich probierte einige Webseiten zum Deutschlernen. Da konnte man Aufgaben machen, aber niemand sagte mir, ob es richtig oder falsch war.
Ich schrieb, ich geht zum Schule. War das okay? Ich wusste es nicht. Keine Antwort. Kein Feedback. Ich war frustriert. Vielleicht mache ich immer dieselben Fehler, und niemand hilft mir. Dann fand ich einen Online-Kurs. Ich konnte kurze Texte schreiben, und ein Lehrer hat sie korrigiert. Ich schrieb über mein Leben. Ich wohne in einem kleinen Zimmer. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich machte viele Fehler. Zum Beispiel: Ich gehe spazieren jeden Tag. Der Lehrer schrieb: Besser, ich gehe jeden Tag spazieren. Oder: Ich koche mit meiner Frau. Korrektur: Ich koche mit meiner Frau. Solche kleinen Tipps waren für mich sehr wichtig. Ich lernte Artikel, Satzstellung, richtige Verben. Nicht alles auf einmal, aber Schritt für Schritt. Ich freute mich über jede Korrektur. Denn jede Korrektur bedeutete, ich werde besser. Nach ein paar Wochen schrieb ich flüssiger. Weniger Fehler. Klare Sätze. Ich konnte kleine Geschichten schreiben, über meinen Alltag, meine Familie, meine Träume. Und ich hatte das Gefühl, jetzt kann ich mich auch auf Papier ausdrücken. Es war, als würde mein Deutsch ein neues Level erreichen, nicht nur im Kopf, sondern auch auf dem Papier. Ich begann, ein Tagebuch auf Deutsch zu schreiben. Eines Abends, nach dem Sprachtraining, hatte ich eine Idee. Ich schreibe ein Tagebuch. Auf Deutsch. Ich wollte nicht für den Lehrer schreiben. Nicht für einen Test. Nur für mich. Für mein Herz. Für meinen Fortschritt. Ich nahm ein altes Heft und schrieb. Heute war ein kalter Tag. Ich bin um 8 Uhr aufgestanden. Ich habe Brot gekauft. 3 Sätze. Einfach. Kurz. Aber sie waren meine Sätze. Ich schrieb jeden Abend. Auch wenn ich müde war. Auch wenn ich keine Lust hatte. Ich sagte mir, nur 3 Sätze, Samir. 3 Sätze. Nach einer Woche schrieb ich 5 Sätze. Nach 2 Wochen, 10. Ich erzählte, was ich gemacht hatte. Wie ich mich fühlte. Was ich gelernt hatte. Zum Beispiel: Heute habe ich ein Video von Einfach Deutsch gesehen. Ich habe neue Wörter gelernt. Ich kann jetzt sagen, ich verstehe dich. Das ist schön. Ich schrieb auch Fehler, aber das war okay. Es war mein Raum zum Üben. Kein Stress. Kein Druck. Nach einem Monat las ich meine alten Texte. Ich lachte. So viele kleine Fehler. Aber auch so viel Fortschritt. Ich merkte. Meine Sätze wurden länger. Mein Wortschatz wurde größer. Meine Gedanken waren klarer, auf Deutsch. Und das Beste war, ich dachte nicht mehr auf meiner Muttersprache. Ich fing an, meine Gefühle auf Deutsch zu beschreiben. Ich bin stolz. Ich bin traurig. Ich hoffe, morgen wird ein guter Tag. Dieses Tagebuch war mein Spiegel. Es zeigte mir, ich lerne. Ich liebe. Ich wachse. Deutsch war nicht mehr nur ein Fach. Es war ein Teil von mir. Ich begann, auf Deutsch zu denken, ohne es zu merken. Es war ein ganz normaler Abend. Ich saß in der Küche, schrieb mein Tagebuch, wie immer. Doch plötzlich merkte ich etwas,
ich hatte den ganzen Tag nicht auf meiner Muttersprache gedacht. Ich erinnerte mich. Am Morgen stand ich auf und dachte, ich bin müde. Ich brauche Kaffee. In der Küche, wo ist der Löffel? Auf dem Weg zum Supermarkt, ich muss noch Milch kaufen. Alles, auf Deutsch. Ohne Pause. Ohne Übersetzung. Ich war überrascht. Ich fragte mich, wann hat das angefangen? Ich wusste es nicht. Es war nicht geplant. Es war einfach passiert. Durch das viele Hören, Sprechen, Schreiben, Wiederholen, hatte mein Gehirn umgeschaltet. Ich war nicht mehr nur ein Schüler, der Vokabeln lernt. Ich war ein Mensch, der Deutsch lebt. Natürlich, ich machte noch Fehler. Ich suchte oft nach Wörtern. Aber der große Unterschied war, ich dachte auf Deutsch. Und das änderte alles. Ich konnte schneller antworten. Ich musste nicht mehr übersetzen im Kopf. Ich war freier im Sprechen. Ich erinnerte mich an einen Satz aus einem Einfach-Deutsch-Video. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur verstanden werden. Das gab mir Mut. Ich musste keine Angst mehr haben. Ich war schon weit gekommen. Von Null auf Gedanken in Deutsch, in 6 Monaten. Es war kein Wunder. Es war tägliches Üben. Jeden Tag. Kleine Schritte. Große Wirkung. Du kannst es auch schaffen. Heute sind 6 Monate vorbei. 6 Monate seit dem Tag, an dem ich kein Wort Deutsch konnte. Kein guten Tag, kein wie geht's. Nichts. Ich erinnere mich an mein erstes Gespräch. Ich konnte nicht antworten. Ich war still. Ich war traurig. Aber heute? Heute kann ich sprechen. Ich kann fragen. Ich kann antworten. Ich kann lachen, auf Deutsch. Ich verstehe, was die Leute sagen. Ich kann zum Arzt gehen. Ich kann einen Brief schreiben. Ich kann in einem Interview erklären, wer ich bin. Bin ich perfekt? Nein. Mache ich Fehler? Ja. Aber weißt du was? Es ist egal. Ich bin besser als gestern. Und morgen bin ich besser als heute. Ich habe kein Geld für einen Kurs gehabt. Ich hatte keine Sprachschule. Kein Lehrer im Klassenzimmer. Was ich hatte? Ein Handy. Die Videos von Einfach Deutsch. Ein Notizbuch. Und jeden Tag ein bisschen Mut. Ich lernte mit Videos. Ich sprach mit mir selbst. Ich schrieb ein Tagebuch. Ich hörte Sätze und ich wiederholte sie. Ich habe geübt. Nicht einmal in der Woche, sondern jeden Tag. Das war mein Weg. Und es kann auch dein Weg sein. Du brauchst keine Ausreden. Du brauchst keine Perfektion. Du brauchst nur 2 Dinge. Einen Plan, der funktioniert. Und den Willen, jeden Tag ein bisschen zu lernen. Ich bin Samir. Und ich sage dir, wenn ich es schaffen kann, kannst du es auch.